Ich heiße Ulrike Neuwirth und ich arbeite im Archiv des Jüdischen Museums Berlin. Wir sehen einige Fotografien und Dokumente, die Alfred Benjamin in seiner Brieftasche bei sich trug, als er versuchte, illegal über die französisch-schweizerische Grenze zu gelangen. Darunter sind beschädigte Fotos seiner Frau Dora, das Bild einer Männergruppe, ein Gehaltszettel und Blankopostkarten. Die Brieftasche wurde am 12. Oktober 1942 in der Nähe des französischen Grenzortes Meillerie in der Jackentasche eines Toten gefunden. Es handelte sich dabei um den 31-jährigen Alfred Benjamin, der beim Versuch, über die schweizerische Grenze zu gelangen, einen tödlichen Bergunfall erlitt. Benjamin war bereits 1934 nach Frankreich, damals im Auftrag der inzwischen illegalen KPD gekommen. Zuvor war er als politischer Sträfling in Haft wegen kommunistischer Umtriebe und floh nach seiner Entlassung zunächst in die Niederlande. Dort begegnete er Dora Davidson, die ihm nach Paris folgte. Beide lebten ohne Aufenthaltsgenehmigung und arbeiteten für den kommunistischen Widerstand. 1939 wurden sie als unerwünschte Ausländer verhaftet und später in verschiedene Internierungslager gebracht. Aber das inzwischen verheiratete Paar hatte längst Fluchtpläne. Im August 1942 floh Alfred Benjamin aus der Internierung. Seiner Frau Dora war das bereits einen Monat vorher schon gelungen. Doch gesehen haben sich beide nie wieder, denn sie verpassten sich am verabredeten Treffpunkt. Und kurz darauf verunglückte Alfred Benjamin in den Alpen. Davon nichts ahnend schloss sich Dora Benjamin der Resistance an und überlebte den Krieg. Vom Tod ihres Mannes erfuhr sie erst nach der Befreiung Frankreichs, als ihr die Behörden die Papiere ihres Mannes übergaben. Die Brieftasche hat sie bis an ihr Lebensende aufbewahrt. Die Objekte werden im Epochenraum Katastrophe gezeigt. Hier wird dargestellt, wie nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Juden in Deutschland auf die zunehmende Ausgrenzung und Verfolgung reagierten. Wir finden die Vitrine im Abschnitt Kein Ausweg, wo unter anderem Flucht und Fluchtversuche thematisiert werden. Als der Stifter Peter Schaul 2017 wegen des Nachlasses seiner Mutter mit uns Kontakt aufnahm, war mir noch nicht klar, um was es genau sich dabei handelte. Erst beim Durchsehen der unzähligen Dokumente, Fotografien und Objekte fächerte sich das ganze beeindruckende Leben Dora Schauls vor mir auf. Nur ein kleiner Teil davon erzählt vom Leben und Sterben ihres ersten Mannes Alfred Benjamin. Mich hat das Schicksal der beiden sehr erschüttert. Fasziniert bin ich aber von ihrem Mut, von ihrem Überlebenswillen und auch von ihren politischen Überzeugungen. Dora Schaul hat das Andenken an ihren Mann jahrzehntelang wachgehalten. Auf ihre nachdrückliche Initiative hin hat er seit 1971 ein Ehrengrab als Antifaschist in der Gemeinde Concieux.